Schon mal Obst und Gemüse aus Spanien gegessen? Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich hierher gekommen, aus einem der tausenden Gewächshäuser im Süden Spaniens. Man nennt die Gegend hier auch das Plastikmeer von Almería. Auf einer Fläche so groß wie Malta, über 300 Quadratkilometer, reiht sich ein Folientunnel an den nächsten. Unter ihnen wachsen Tomaten, Gurken und Erdbeeren. Noch. The certification is the non-sustainable exploitation of a scarce natural resource. The certification has several features. One of them it is always caused by humans. Hier in Almería regnet es kaum. Durchschnittlich 320 Sonnentage im Jahr zählt die Region. Das Wasser ist knapp und trotzdem wird ausgerechnet hier Gemüse für ganz Europa angebaut. Immer mehr Grundwasser wird also für die Bewässerung der Gewächshäuser aufgebraucht. Well, it is the certification because they are exploiting a scarce resource, which is groundwater. They are overexploiting that. The problem is that this cannot stop growing. They need to grow and grow and grow, to the point that sometimes when more water is allocated for these crops, the very day it is allocated, it is not used to provide for the current needs of the system. It is used for new greenhouses being established. And the problem is that eventually the water will be no longer existent. Gabriel del Barrio ist Landschaftsökologe und Mitglied der UN-Konvention zur Bekämpfung von Wüstenbildung. Was passiert, wenn der Mensch übermäßig viele Ressourcen eines Gebiets verbraucht, sieht man hier. Noch vor 100 Jahren war dieser Gebirgszug Teil eines großen Eichenwaldes, der während der kleinen Eiszeit im Mittelalter wuchs. In the 19th century, the local mining industry became industrial, and the forest was cut. It is a good example of historical desertification. The natural resource was the forest. It is not very renewable in this climate with this low water availability, and it was spent in just one generation. Ein Schicksal, das durch den übermäßigen Verbrauch natürlicher Ressourcen heute schon viele Gebiete Spaniens zu ereilen droht. Übrig bleiben degenerierte Böden, die so arm an Nährstoffen und Wasser sind, dass auf ihnen niemals wieder Bäume oder andere Pflanzen wachsen werden. Denn ist ein Boden einmal verwüstet, gibt es kaum mehr einen Weg zurück. Das hat auch Auswirkungen auf das Klima. It affects the local climate. It reduces evapotranspiration. The local climate becomes drier with less regulation, and also at a global level, desertification is a phenomenon that is very extended, and it has an effect, for example, reducing carbon sinks. Auch das Plastikmeer von Almería droht irgendwann zu einer gigantischen Wüste zu werden. Spätestens wenn der letzte Tropfen Wasser verbraucht wurde, wird es hier wohl unmöglich sein, weiter Landwirtschaft zu betreiben.